Hallo meine Lieben, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist am Hut, ist es wieder Zeit für Züge. Komme sofort. Und er verschwindet im Nichts und taucht wieder auf. Harvey. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen euch heute begrüßen zu einem oder wahrscheinlich dem besten Video, was es auf dem Kanal bis dato gegeben hat. Und zwar liegt diese tolle Angelegenheit, dass das so ein tolles Video wird, weder an Rita noch an mir, sondern es wird was anderes gezeigt heute. Und zwar kennt ihr vielleicht ein Lego-Bauteil, welches so aussieht. Ein 9-Volt-Transformator, den man an eine Steckdose anstecken kann. Und was passiert dann? Dann ist der Christoph glücklich. Richtig, ich darf präsentieren unser erstes fertiges Zuglayout nach dem Disney Train. Den habt ihr, glaube ich, schon mal fahren gesehen. Ja. Jetzt ist aber Zeit für was Neues und wir haben unsere Bauarbeiten hinten am Tunnel fertiggestellt. Der Zug passt jetzt durch das Tunnel. Hier ist ein Unterstellbock noch ein wenig als Provisorium angebracht, aber hier kommt demnächst sicher noch eine Platte und damit wünschen wir viel Vergnügen. Wuhu! Die Strecke geht hier durch das Zugdepot durch. Er schlängelt sich hier an den Kränen vorbei in das Wohngebiet. Zuerst muss er noch kurz bei der Baustelle vorbei, vielleicht einen Arbeiter mitnehmen und dann geht es hier schon in die Downtown, wo viele andere Bahngleise noch gebaut werden, wo viele Bahngleise, jetzt muss ich kurz hier unten durch, verzeiht mir. Rita hat den Zug für uns gestoppt, aber es geht gleich weiter hier in der Downtown. Wir kommen jetzt weiter in das Wohngebiet, wo natürlich diese Leute schon relativ viel Zuglärm haben. Und ich habe es mir fast gedacht, Rita hat wieder mal ihre Figuren hier mitten auf den Gleisen stehen lassen, sodass der Zug nicht mehr fahren kann. Das werden wir nachher dann noch klären, glaube ich. So, aber es geht weiter. Und zwar schlängelt sich der Zug dann hier nach rechts in die Mitte des Layouts ein, hinter dem Disney Castle, vorbei am Bauernhof. Oh no! Er hat schon wieder einen Waggon verloren, aber das macht nichts. Und er kommt nicht weiter. Wieso kommt er nicht Der weiter? Koffer von Newt Scamander steht im Weg. Nachdem ich die erste Jungfernfahrt unserer Züge leider versaut habe, weil ich ein paar Sachen umgestellt habe und jetzt auch noch der Akku ausgegangen ist von unserer Kamera beim Umstellen. Schlechter kann es nicht laufen und ich glaube, das bedeutet, dass in Zukunft der Zug immer ohne Probleme fahren wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, das hoffe ich zumindest, dass das jetzt mal besser wird. Wie gesagt, Rita hat uns leider ein bisschen sabotiert. Sie hat, während ich den Zug bereit gemacht habe, wieder irgendwas am Disney Castle herumgebaut und natürlich dann wieder Hindernisse in den Weg gelegt. Aber wir probieren es jetzt nochmal mit diesem tollen 4512er, ob er jetzt hier ohne Probleme weiterkommt. Ja, den Newts Koffer hat er schon passiert und als nächstes haben wir eine kleine Brücke eingebaut, die der Zug auch ohne Probleme passiert hat. Und er verschwindet im Berg. Natürlich ist eine Zugstrecke erst dann richtig getestet worden und eingeweiht worden, wenn nicht nur ein Zug in eine Richtung fährt, sondern auch mindestens ein zweiter Zug in die andere Richtung fährt, um zu sehen, ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwo einen Blödsinn gemacht habe bei der Strecke. Und für das hat jetzt der Christoph den Metroliner. Ganz genau, liebe Freunde, vielleicht habt ihr das Video gesehen. Es ist mein absoluter Lieblingszug.
ein wahres Schmuckstück unter den Lego 9 Volt Bahnen und ich übernehme jetzt die Kontrolle über den Trafo und ihr dürft genießen. Zuerst noch ein genussvoller Schwenk über diesen Traum eines Zuges. Die Leute, die da drinnen sitzen, wissen gar nicht, dass sie jetzt auf so eine besondere Fahrt mitgenommen werden. Aber wir wissen es und das ist das Wichtigste. So, und ab geht die Post. Christoph am Steuer, das kann nur gut gehen. Ein wirklich genussvoller Anblick. Hui. Christoph ist am Steuer. Mit dem Hut kann das ja nur super funktionieren. Ein wirklich genussvoller Ich schleiche mich hier mal vorbei. Und es geht ab in den Berg und wieder hinaus. Sieht das nicht wundervoll aus? Über die Brücke. Moment, kurzer Stopp bei Newts Koffer. Wir erinnern uns noch an die problematische Situation vorhin. Aber natürlich jetzt kein Problem mehr. Wunderbar. Hinter dem wohl schönsten Disney Castle vorbei. Gut, die Sackerl sehen hier jetzt nicht so wunderbar aus, aber gut. Und dann geht es hier weiter. Wieder durchs Wohngebiet und in Richtung Stadt. Und er biegt ab. An der Monorail vorbei. Und zischt hinüber. Ein wunderbarer Anblick. Geht es noch besser? Ich glaube nicht. Es freut uns sehr, dass ihr bei unserer Einweihungsfahrt dabei wart. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, direkt mitzufahren. Für uns war es auf jeden Fall recht lustig. Bevor sich jetzt mein Hut ganz vertschüsst, wünschen wir euch noch ganz eine schöne Zeit. Die Jungfernfahrt der Züge ist somit erledigt und wenn ihr mehr Züge sehen wollt, dann schreibt es uns. Wir haben noch
einige Kisten voller Züge, die wir noch gar nicht hergezeigt haben. Die müssen auch Ja. alle mal fit gemacht werden und hier natürlich ihr Bestes auf dem Bahngleis zeigen. Aber die heutigen haben ja ihre, bis auf die Sabotage von Rita, haben die anderen ihre Arbeit eigentlich ganz gut getan. Und deswegen würden wir sagen, wir lassen jetzt die Züge noch ein bisschen fahren. Ich glaube auch. Und melden uns dann demnächst mal wieder. In dem Sinne, baut was Schönes und bis bald. Tschüss. Tschüss.